Wenn du schon erwachsen oder zumindest kein Kind mehr bist und gerne Videospiele spielst, dann muss ich dir leider mitteilen, dass das ziemlich peinlich ist. Müsstest du deine Zeit nicht eigentlich sinnvoller verbringen? Und außerdem ist das doch kein richtiges Hobby. Wenn euch diese oder ähnliche Sprüche bekannt vorkommen, dann bleibt dran, weil in diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal will ich ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen, denen man sich immer mal wieder gegenüber sieht, wenn man eine Leidenschaft für Videospiele hat. Vor allem, wenn man seine Jugend schon lange hinter sich hat. Dieses Video ist in erster Linie für diejenigen, die sich vielleicht selbst schon mal bei diesen abfälligen Gedanken gegenüber anderen erwischt haben, aber auch für alle, die sich selbst dafür rechtfertigen müssen, dass sie Videospiele mögen. Hier habt ihr ein paar Argumente, mit denen ihr euch beim nächsten Mal vielleicht besser verteidigen könnt. Ich glaube, am Anfang ist es wichtig, mal den Begriff Spielen genauer zu beleuchten, denn so lautet ja die Tätigkeit, über die wir sprechen. Wir spielen Videospiele. Spiele begegnen uns das erste Mal im Leben schon früh als Kind. Wir spielen Fangen, wir spielen Verstecken, im Kindergarten spielen wir Spiele mit anderen Kindern, in der Grundschule lernen wir spielerisch lesen, schreiben und rechnen. Ihr merkt also, der Begriff Spielen ist in unserer Gesellschaft ziemlich kindlich konnotiert. Dabei heißt Spielen per Definition im Duden nichts anderes als sich zum Vergnügen, Zeitvertreib und allein aus Freude an der Sache selbst auf irgendeine Weise betätigen oder mit etwas beschäftigen. Das klingt doch plötzlich schon eher wie etwas, was auch Millionen Erwachsene jeden Tag in allen möglichen Variationen machen. Wir bezeichnen das gemeinhin als Hobby. Warum aber werden Videospiele oft nicht als legitimes Hobby anerkannt? Fußballvereine, Angelclubs, Ballett, Kampfsport, Fitness, Hobbys gibt es wie Sand am Meer. Wenn uns also ein Freund oder ein Arbeitskollege erzählt, dass er heute noch zum Fußballtraining, zum Boxen, zur Bandprobe geht, dann nehmen wir das umstandslos hin. Wenn man aber als Erwachsener von sich sagt, dass man Videospiele zu seinen Hobbys zählt, dann erntet man gerne mal einen abfälligen Blick dafür. Aber auch hier ist es wieder interessant, sich die Definition von Hobby anzuschauen. Ein Hobby ist nämlich eine als Ausgleich zur täglichen Arbeit gewählte Beschäftigung, mit der jemand seine Freizeit ausfüllt und die er mit einem gewissen Eifer betreibt. Genau wie bei dem Wort Spielen zeigt auch hier die Definition, dass Videospiele problemlos als Hobby bezeichnet werden können. Jetzt, wo wir die ganzen Definitionen aus dem Weg geräumt haben, können wir endlich auf die Gründe eingehen, warum Videospiele auch ein legitimes Hobby für Erwachsene sind. Wir starten mit einem ziemlich offensichtlichen Grund, warum Videospiele nicht nur für Kinder bestimmt sind und was auch jeder erkennen kann, der in Geschäften mal an Videospielen vorbeigelaufen ist. Und das ist die Altersfreigabe für Spiele, die sogenannte USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, eine Instanz, die für Verbraucher bewertet, für welche Altersgruppen bestimmte Spiele geeignet sind. Im europaweiten Raum ist diese Instanz als PEGI bekannt, das steht für Pan-European Game Information. Die meisten von euch, die nichts mit Spielen zu tun haben, kennen wahrscheinlich das Äquivalent dazu für Filme, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, kurz FSK. Die schiere Existenz einer solchen Altersfreigabe sollte jedem auch ohne nähere Betrachtung zeigen, okay, da scheint es Spiele zu geben, die nicht für Kinder geeignet sind, sondern erst ab 16 oder 18 freigegeben sind. Wenn Videospiele nur etwas für Kinder wären, dann bräuchte es eine solche Skala also schon mal gar nicht. Weil wir hier über Videospiele für Erwachsene sprechen, schauen wir uns kurz an, was die Bewertung PEGI 18, also die höchste Bewertung, die ein Spiel erhalten kann, sagt, und danach sind wir wirklich fertig mit den lästigen Definitionen, versprochen. Die ausschließliche Empfehlung für Erwachsene kommt zur Anwendung, wenn der Grad der Gewalt auf einer Ebene stattfindet, die als Darstellung von grober Gewalt, scheinbar unmotiviertem Töten oder Gewalt gegen wehrlose Charaktere einzuordnen ist. Die Verherrlichung des illegalen Drogenkonsums und explizite sexuelle Inhalte sollten ebenfalls in diese Alterseinstufung fallen. Die Beschreibung gibt schon einen Ausblick darauf, womit sich einige Spiele da draußen befassen und welche Themen in ihnen behandelt werden. Wir leben in einer Welt, in der es leider viele schreckliche und furchteinflößende Dinge gibt. Mord, Gewalt, Vergewaltigung, Diskriminierung, Rassismus, Krieg, Klimawandel, künstliche Intelligenz, Maschinen, Machtgier, Krankheit, Korruption, Verfolgung, Verrat. Die Liste könnte lange so weitergehen. Videospiele beschäftigen sich nicht selten auch mit all diesen Themen, wenn auch in Metaphern oder fantastischen Settings. In The Witcher 3 zum Beispiel erleben wir, wie die Elfen von den Menschen gehasst und fast bis zur Bedeutungslosigkeit gejagt und vertrieben werden. Andere Völker werden vom Kaiserreich Nilfgaard mit Krieg überzogen. Einfache, arme Bürgerinnen und Bürger verlieren ihre Heimat und vegetieren in Baracken vor sich hin
und sind Krankheiten und den Elementen schutzlos ausgesetzt. In Horizon Zero Dawn fällt eine technisch hochentwickelte Menschheit ihren eigenen Robotern zum Opfer, die durch einen Glitch ein eigenständiges Denken und Handeln entwickeln und sich zu allem Überfluss auch noch eigenständig durch den Konsum von Biomasse in Betrieb halten können. In The Last of Us erleben wir die traumatische Geschichte von Joel, der zu Beginn einer heraufziehenden Zombie-Apokalypse seine Tochter verliert, den einzigen Menschen, den er im Leben hatte. Der Verlust macht ihn zu einem emotionslosen, zerstörten Wrack. Jahrzehnte später erhält er in einer postapokalyptischen Welt die Obhut über Ellie, ein 14-jähriges Waisenmädchen. Ellie weckt Erinnerungen und Gefühle in Joel, die er seit dem Tod seiner Tochter unterdrückt hat. Während einer gemeinsamen Reise bröckelt die steinharte Fassade von Joel und wir erleben hautnah mit, wie er endlich seine Vergangenheit durch Ellie konfrontiert und über sie hinauswächst und für Ellie eine Vaterfigur wird. Die Liste derartiger Spiele ist lang. Sie halten uns als Gesellschaft somit auch ständig einen Spiegel vor, genau wie es Filme, Serien und Bücher auch tun. Sie konfrontieren uns mit ernsten Themen, die uns helfen, die Realität um uns herum besser einzuordnen und zu verstehen und zu bewerten, ob es nun um globale oder persönliche Probleme geht. Videospiele gehen durch ihre Interaktivität sogar nochmal einen Schritt weiter als andere Medien und legen Geschehnisse und Entscheidungen direkt in die Hände der Spieler. Das verstärkt das Engagement mit der Welt und dem, was darin passiert, sowohl im Spiel als auch außerhalb. Der nächste Punkt auf der Liste hängt eng mit diesem hier zusammen. Unsere Leben bestehen zum großen Teil aus kleinen und großen Entscheidungen und den Konsequenzen, die daraus resultieren. Das können unbedeutende Entscheidungen sein, wie ziehe ich heute die schwarzen oder die weißen Socken an, aber auch wichtige Entscheidungen. Möchte ich mein Abi machen oder lieber eine Ausbildung beginnen? Will ich in die Stadt ziehen oder lieber auf dem Land bleiben? Oder wenn wir etwas tiefer graben, soll ich meinem Feind vergeben, wenn er Reue zeigt für etwas, das er mir angetan hat, oder soll ich Rache an ihm üben? Videospiele haben schon früh angefangen, die Spieler mit moralischen Entscheidungen zu konfrontieren, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen. Am Ende der Koop-Kampagne von Streets of Rage aus dem Jahr 1991 stehen die Spieler vor der Wahl, miteinander den Endboss des Spiels zu besiegen oder kurzerhand die rechte Hand des Bosses zu werden und seinem bisherigen Mitstreiter damit in den Rücken zu fallen. Seit 1991 haben sich Videospiele natürlich nicht nur grafisch extrem weiterentwickelt, sondern auch was die erzählten Geschichten angeht. In vielen modernen Spielen begegnen uns tiefgründige Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Motivationen, mit denen wir als Spieler irgendwie klarkommen müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Nicht selten geraten wir da mit Charakteren aneinander, die uns als Spieler verletzen, beleidigen, ausnutzen oder verraten. Spiele wie Until Dawn stellen unsere moralischen Entscheidungen dabei auf die Probe. Kurz zur Einordnung: Until Dawn ist an vielen Stellen mehr ein interaktiver Film als ein klassisches Videospiel. 7 Jugendliche reisen gemeinsam zu einer einsamen Berghütte, auf der sich im Laufe des Spiels mysteriöse Dinge ereignen. Weil Until Dawn eine Hommage an Teenie-Slasher-Filme wie Scream oder Nightmare on Elm Street ist, spielen unter den Jugendlichen Intrigen, Affären und Geheimnisse auch eine Rolle. Wir als Spieler schlüpfen abwechselnd in die Rollen all dieser Figuren und werden in Dialogen oder bei Ereignissen vor Entscheidungen gestellt, die den weiteren Verlauf der Handlung bestimmen und dabei sogar über Leben und Tod entscheiden. Ein letztes markantes Beispiel der Videospielgeschichte, das mir zum Thema Moral einfällt, ist die Geschichte von Arthas Menethil aus Warcraft 3. Arthas ist zu Beginn des Spiels der Prinz eines mächtigen Menschenkönigreichs, das plötzlich von einer mysteriösen Seuche heimgesucht wird, die seine Bewohner dahinrafft und zu Untoten macht, die die Armee der Geißel, eine Fraktion von Dämonen, verstärken sollen. Arthas ist der Inbegriff eines schillernden Märchenhelden. Lange blonde Haare, ein mächtiger Krieger, dem seine Gefolgsleute Respekt zollen und der von den Menschen in seinem Königreich geliebt und geschätzt wird. Dementsprechend liegt es an ihm, die Ausbreitung der Seuche zu untersuchen und ihr Einhalt zu gebieten. Wir Spieler schlüpfen in die Rolle von Arthas und erleben mit, wie immer mehr Menschen seines Königreichs der Seuche zum Opfer fallen und die Anführer der Geißel Arthas scheinbar immer einen Schritt voraus sind, was im Laufe der Handlung an Arthas Nerven zehrt. Durch seinen Drang, die Dämonen aufzuhalten, greift er zu immer radikaleren Methoden, hintergeht sogar seine Soldaten und Freunde und entfremdet sich immer mehr von sich selbst. Der Drang, sein Königreich zu retten, wird zu einer Obsession, die Arthas den Verstand raubt, bis er schließlich durch den Einfluss eines dämonischen Schwertes, das einzig in der Lage ist, den vermeintlichen Anführer der Geißel zu töten, vollständig korrumpiert wird und in einer schrecklichen Ironie des Schicksals selbst zum Todesritter wird, einem der mächtigsten Kämpfer der Geißel.
Arthas ist einer der am besten geschriebenen Videospielcharaktere aller Zeiten. Das liegt an dem moralischen Wandel, den er durchlebt und den wir durch die Nähe zu ihm und den Wunsch, sein Königreich mit allen Mitteln zu schützen, nachvollziehen können. Mit jeder neuen Mission, die wir mit Arthas bestreiten, werden wir als Spieler selbst mit unserer eigenen Moral konfrontiert. Das ist spannend, beängstigend und interessant zugleich, denn genau wie Arthas werden auch wir in unserem Leben mit derart moralischen Fragen konfrontiert. Wo sind unsere Grenzen? Wie weit gehen wir, um das Richtige zu tun, und ab wann sind wir vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen? Und was wird aus uns, wenn wir die Fähigkeit verlieren zu entscheiden, was gut und was böse ist? Wenn wir uns in Videospielen mit diesen moralischen Fragen auseinandersetzen, dann wachsen wir auch im echten Leben an unserer eigenen Vorstellung von Moral. Es müssen aber nicht mal nur diese tiefen emotionalen Themen sein, um eine Rechtfertigung zu haben, Videospiele zu spielen. Ein genauso legitimer Grund ist, seinem Alltag zu entfliehen und seine Sorgen und Gedanken eine Zeit lang zu vergessen, auch Eskapismus genannt. Wenn wir jetzt mal besondere Anlässe wie Urlaube zum Beispiel außer Acht lassen und uns nur auf den Alltag konzentrieren, dann tun das viele mit Partys, Alkohol und anderen Drogen. Einige schauen Serien und Filme oder Trash-TV, gehen spazieren, beobachten Vögel, zeichnen, betreiben Doomscrolling bei Instagram oder TikTok oder schauen Videos auf YouTube. Das alles sind im ersten Moment vermeintlich sinnfreie Tätigkeiten, die uns keinem definierten Ziel irgendwie näher bringen, es sei denn, sie gehören zu unserem Job. Wir tun sie, um unsere Gedanken umzulenken und abzuschalten, um uns in etwas zu flüchten, indem wir irgendetwas sehen, auch wenn es unser Umfeld vielleicht nicht sehen kann. Hobbys, in die man sich flüchten kann, sind so individuell wie die Menschen selbst. Bei all den bedrohlichen und epischen Abenteuern, die man in Elden Ring erleben kann, ist es manchmal einfach beruhigend und entschleunigend, auf Torrent durch die Lands Between zu reiten, sich auf irgendeiner Klippe auf dem Altus-Plateau niederzulassen und ein bisschen in die Ferne zu schauen. Warum machst du das dann nicht einfach im echten Leben, werden jetzt einige von euch fragen. Ganz einfach, weil wir durch Videospiele in Welten flüchten können, die es im echten Leben nie geben kann und nie geben wird. Auch darin liegt ein gewisser Reiz. In Uncharted 4 schlüpfen wir in die Rolle von Nathan Drake, einem Schatzjäger, und reisen mit ihm an die abenteuerlichsten Orte und Szenerien. Panama, Madagaskar, einsame Inseln, eine majestätische Festung in Italien, antike Ruinen in Schottland. Diese Orte gibt es alle wirklich, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele von uns sie nicht alle sehen werden und, das ist am wichtigsten, nicht mit dieser Wucht, wie sie uns Uncharted präsentiert. Das ganze Spiel über warten wir nur darauf, mit dem nächsten Panorama überrascht zu werden, das uns für einige Augenblicke in seinen Bann zieht und einen unwirklichen Wow-Effekt auslöst, indem wir im Spiel innehalten und einfach nur staunen können. Wenn wir in Shadow of the Colossus mit Wanda und Aro durch die stille Weite dieser mystischen Welt reiten, vorbei an Wasserfällen, durch Sandwüsten und an Flussläufen, auf der Suche nach den verborgenen Kolossen, dann kann es gut sein, dass wir einen inneren Frieden spüren, den uns unser Alltag oft nicht geben kann. Schönheit, Ruhe, Stille, die Weite, Einsamkeit, nichts außer uns, die Welt vor uns und eine epische Reise in einer epischen Welt. Selbstverständlich gibt es auch in unserer realen Welt viele Orte, an denen wir fliehen können, die uns zum Innehalten und zum Staunen bringen. Nur leider können wir diese Orte nicht täglich oder wöchentlich besuchen. Stattdessen geben uns Videospiele die Möglichkeit, in gänzlich unterschiedliche Welten einzutauchen und uns fallen zu lassen, wenn auch nur für ein paar Stunden. Meine Erfahrung ist, dass ich immer mehr Energie für den Alltag mit all seinen Problemen und Herausforderungen hatte, wenn ich mich hier und da in einer fiktiven Welt vergessen kann. In Büchern, in Filmen, aber eben auch in Videospielen. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der durch einige Studien sogar wissenschaftlich belegt ist und immer weiter erforscht wird. Und das ist, wie sehr Spiele unseren Geist und unsere Motorik auf Trab halten können. Zusammengefasst, viele Spiele sind extrem nützlich für unsere kognitiven Fähigkeiten. Räumliches Denken wird in Videospielen gefordert und gefördert, was uns zum Beispiel im Straßenverkehr zugutekommt. Gamer profitieren häufig auch von einem ausgeprägteren Sinn für Logik und Problemlösungen. Strategisches Denken und Vorausplanen sind also auch hier Fähigkeiten, die uns im echten Leben, beispielsweise im Beruf, extrem behilflich sein können. Auch die motorischen Fähigkeiten und die Hand-Auge-Koordination sind bei Menschen ausgeprägter, die häufig oder gelegentlich Videospiele spielen. Ich selbst bin zwar kein großer Fan von Shootern wie Counter-Strike oder Call of Duty mehr, aber man kann nicht leugnen, dass diejenigen, die häufig Shooter spielen, meistens krasse und präzise Reflexe haben. Auch unser Multitasking wird durch Videospiele trainiert, weil man sich häufig auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren muss, um im Spiel in der Hitze des Gefechts nicht zu sterben
oder die Überhand gegenüber seinen Gegnern zu behalten. In meinen geliebten Souls-Spielen spielt Multitasking eine große Rolle, weil man sein Positioning, seine Angriffe, Abwehrkonter, Heilungszeitpunkt und seine Umgebung stets im Blick behalten muss, um nicht von einem Gegnermob oder einem Boss erledigt zu werden. Vor allem in Online- oder Koop-Spielen wird die Teamfähigkeit der Spieler gefördert, weil man oft gar nicht drum herumkommt, an einem Strang zu ziehen und taktisch clever zu spielen, um Hindernisse oder Gegner zu bewältigen. Gute Beispiele hierfür und den Punkt vorher mit dem Multitasking sind Spiele wie League of Legends, Rocket League oder natürlich Elden Ring Night Train. Je besser die Teams zusammenspielen und zu jeder Zeit das Spielfeld im Blick behalten und auf gegnerische Züge schnell und sinnvoll reagieren, desto höher ist die Chance, das Spiel zu gewinnen. Jetzt will ich noch auf ein wichtiges Thema eingehen, um das wir nicht drum rumkommen, wenn wir hier darüber sprechen, was für ein tolles Hobby Videospiele sind. Es gibt nämlich auch ein paar wenige Ausnahmefälle, in denen Gaming sich von einem gelegentlichen, erholsamen Zeitvertreib zu einer waschechten Sucht entwickeln kann. Vor allem bei männlichen Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Echte Gaming-Sucht gilt nämlich seit 2018 von der WHO offiziell als anerkannte Krankheit und kann deshalb inzwischen auch zum Glück kassenärztlich behandelt werden. Wenn jemand mal eine längere Gaming-Session hinlegt, die sich über ein paar Stunden zieht, dann ist das noch kein Indiz für eine Gaming-Sucht. Wenn man aber über einen längeren Zeitraum ein krankhaftes Verlangen danach verspürt, sich an die Konsole oder den Rechner zu setzen, dann sollte man das definitiv beobachten und sich Hilfe suchen. Wenn dann noch andere wichtige Lebensbereiche wie Arbeit, Hygiene, Sauberkeit, Ernährung oder soziale Beziehungen vernachlässigt werden, dann sind das deutliche Anzeichen dafür, dass man in eine Sucht geraten ist oder sich auf dem besten Weg dahin befindet. Wie bei jeder Sucht entwickelt unser Gehirn auch bei übermäßigem Zocken eine ungesunde Toleranz, die dafür sorgt, dass wir gar nicht mehr korrekt einschätzen können, wie viel Zeit wir überhaupt mit dem Spielen verbringen. Es sind eher die Menschen in unserem direkten Umfeld, denen das natürlich als erstes auffällt, wenn wir plötzlich nichts anderes mehr tun, als vor unseren Spielen zu sitzen. Deshalb, falls ihr euch jetzt hier wiedererkannt habt oder jemanden in eurem näheren Umfeld kennt, bei dem die Punkte von eben zutreffen, sucht früh genug das Gespräch mit den Betroffenen oder wendet euch vielleicht sogar an entsprechende Suchtberatungsstellen, zum Beispiel die Caritas, die unter anderem auf Gaming, Online- und Mediensucht spezialisiert sind. Bevor jetzt aber Panik um sich greift, Gaming-Sucht ist per se zum Glück extrem nischig und nicht sehr häufig verbreitet. Die allermeisten Gamer kennen ihre Grenzen und haben eine gesunde Balance zwischen Real Life und ihrem Hobby. Fassen wir zusammen. Videospiele sind in unserer heutigen Zeit ein ernstzunehmendes Medium geworden, sowohl für die breite Gesellschaft, aber auch für die Forschung. Sie können uns dabei helfen, Fähigkeiten verschiedenster Art zu trainieren, unsere Moralvorstellungen zu formen und sie können ein Ventil sein, seinem Alltag zu entfliehen und für eine Weile abzuschalten. Es gibt mittlerweile Spiele zu allen möglichen Themen und in allen möglichen Settings, sodass eigentlich für jeden etwas dabei ist, wenn man dem Medium eine Chance gibt. Ja, Spiele sind noch nicht auf demselben Mainstream-Level wie Filme im Kino oder Serien auf Netflix, aber sie sind auf einem guten Weg dahin und sie besitzen dieselbe Macht, ihre Konsumenten zu fesseln und in ihnen Begeisterung, Angst, Neugier, Hoffnung, Furcht, Mut und Frieden auszulösen. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video eine neue Sichtweise auf Videospiele geben und auf die Menschen, die sie spielen. Genau wie alle anderen sehnen wir uns danach, unsere Zeit mit Dingen zu verbringen, die uns Freude bereiten. Und wir haben eben im Laufe unseres Lebens gelernt, dass unter anderem Videospiele dieses und noch viel mehr Gefühle in uns auslösen können. Also lasst uns diese einfache Freude. In dieser komplizierten Welt ist es sowieso schon schwer genug, davon etwas zu finden. Was denkt ihr zu dem Thema? Hattet ihr selbst schon Gedanken in diese Richtung? Und gibt es Spiele, die euch irgendwie bewegen oder vielleicht sogar durch eine schwere Zeit begleitet haben? Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und was denkt ihr? Wollt ihr in Zukunft hin und wieder mal ein Video-Special dieser Art sehen, zusätzlich zu den normalen Reviews? Lasst es mich gerne wissen, mir hat es nämlich ziemlich Spaß gemacht, mich mit dem Thema genauer zu beschäftigen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal.